Hallo und herzlich willkommen bei... Mein Name ist Sabine und ich befinde mich in Köln. Genauer gesagt, ich bin im belgischen Viertel. Das hier ist Kompakt. Kompakt ist ein Plattenladen und der hieß früher mal Delirium. Warum das so ist und was sich sonst noch so alles geändert hat, das wird mir gleich die Crew erklären. Die wartet schon drinnen auf mich. Und außerdem haben wir für euch diese Woche ein Feature über Laurent Garnier. Der ist vor kurzem durch Deutschland getourt und hat all seine Werke mit Live-Instrumenten nachgespielt. All das gibt's für euch. Jetzt geht's los mit einem Video von Laurent Garnier. Wir sehen uns gleich wieder im Kompakt. Und bis dahin schaut ihr Colored City von Laurent Garnier. Bis gleich. City. I didn't realize you were the girl for me. I walked towards you, your eyes were staring me. When I looked at you in the colored city, I took you in my arms and you made love to me. Everything went blue, I was in ecstasy. I was in ecstasy. I was in ecstasy. Okay, hier bin ich also mit ein paar von den Menschen des Kompaktplattenladens. Also hier haben wir die Bianca, das ist der Reinhard, der Max und der Michael. Guten Tag erstmal zusammen. Und jetzt würde ich gerne als erstes natürlich wissen, für was steht denn Kompakt? Michael, du möchtest vielleicht anfangen? Kompakt ist in erster Linie natürlich ein Schallplattenladen hier inmitten der Metropole am Rhein Köln am Friesenplatz gelegen. Ein Schallplattenladen, vorrangig für elektronische Musik, jeglicher Spielart. Schwerpunkt Minimal-Techno und Minimal-House, alles was Minimal ist überhaupt. Darüber hinaus ist es natürlich auch sozialer Knotenpunkt für einerseits die Aktivisten, die hier tätig sind, andererseits auch Leute, die einfach nur gerne mal reingucken, Plausch halten.
welche Aktivisten denn? Wer ist denn hier so alles involviert? Oder ja, es sind schon einige. Das sind erstmal wir hier, die wir hier sitzen. Wir vier, wir haben uns soweit vorgestellt. Dann fehlt noch der Jürgen Pape, der unter dem Namen Rival auch auf Profan veröffentlicht, eins der Main-Labels hier aus dem Hause. Und dann noch halt der wohl mit bekannt ist, der Mike Inc. oder Wolfgang Vogt, der ganz viele Pseudonyme hat, die wir jetzt nicht mehr alle aufzählen wollen. Die meisten werden ihn wohl kennen, der heute auch nicht dabei sein kann. Und das ist so der, sagen wir mal, der kompakte Stamm hier von den Leuten, so insgesamt. Das ist ein schickes Wort, ne? Also ich meine, da kann man ja sehr viele Wortspiele mitmachen. Warum wurde überhaupt aus Delirium kompakt? Ja, es gab eben immer Missverständnisse. Delirium ist eine Kette, wie vielleicht jeder weiß, mit Mutterschiff in Frankfurt. Eine der besten Plattenläden Deutschlands, auch seinerzeit schon. Deswegen war die Idee auch gar nicht so falsch, eben sich zusammenzuschließen zu einer Kette. Und über die Jahre hinweg hat es dann eben halt so, hat sich das alles ein bisschen auseinanderdividiert. Wir haben halt ganz klar ein eigenes Profil, genauso wie Frankfurt oder Hamburg, die dann ihr Schwerpunkt Hardtrance, Goa-Trance oder sowas mit dergleichen haben. Und dann irgendwann hat es dann noch begrenzt Sinn gemacht, das alles unter dem Namen Delirium laufen zu lassen. Zumal, wenn sich jemand gefragt hat, wo kommen wir her? Delirium? Ach, Frankfurt. Nee, eben nicht Köln. Und es war immer ein ungeheurer Erklärungsbedarf da, was sich dann eben mit einem eigenen Namen schon viel besser anfühlt. Kompakt eben. Kompakt symbolisiert ja auch sowas Gebündeltes, sowas, viele Dinge auf engstem Raum. Es gibt ja auch dann Kompaktveranstaltungen oder halt das Kompakt-Label oder ja eben Kompaktpartys und diesen ganzen Kram. Und es war halt dann einfacher, das so zu definieren. Und Kompakt ist dann eben Köln und nicht mehr Delirium. Also es war dann eben für uns alles, hat sich dann einiges auch verändert als Identität. Ich wünsche mir UOAA von Zimt.
Köln passiert ja irgendwie so einiges. Ne? Da gibt es ja jetzt, ich weiß nicht, nennt man das die Kölner Elektroszene, elektronische Tanzmusikszene oder wie nennt man das? Ich meine, Techno-Szene, Sabine. gibt es denn Techno in dem Sinne noch? Klar. Techno, ja klar. Techno Habt gibt ihr es. schon lange Abende darüber diskutiert, ha? Wir diskutieren dann zwischendurch natürlich auch über Techno, wir praktizieren vor allen Dingen das. Und wer da mal so vom Glauben auch mal zwischendurch abfällt, dem kann man auch an der Stelle wirklich mal empfehlen, an einem schönen Wochenende mal nach Frankfurt zu fahren, ins Ohm. Da sind wir jetzt auch gewesen vor 4 Wochen. Und wenn man da mal wieder eine ganze Nacht war, dann Ich ist es habe ja auch wieder gehört, gut. dass das die beste Party des Jahres seitdem hier gewesen ist, hat mir jemand erzählt. Das ist sehr schön, wenn das jemand sagt. Martha hat das gesagt. Es war mit Sicherheit eine sehr schöne Party und es war vor allen Dingen sehr, sehr euphorisierend, auch für uns alle, wie auch dort noch alles sehr, sehr gut funktioniert. Eine sehr gut gefüllte Party, im Großen und Ganzen doch auch mit der dementsprechenden Stimmung etc. Und vor allen Dingen wie die ganzen Frankfurter an oberster Stelle dann Sven Feld und dann die Sensorama-Leute, Atta, Ongaku, Ali, Leute, wie die so alles da so ein bisschen im Griff haben und das ganz toll machen und dass das alles noch so schön funktioniert. Hat man hier noch alles so im Griff? Funktioniert hier alles noch super? Wir haben ja einen neuen Club, aber vielleicht kann der Michael mehr zu sagen. Der Michael, der ist schon so nervös, der muss jetzt was dazu sagen. Der neue Club. Nochmal. Okay, also es ist gerade wieder alles auf dem Weg dazu, eben sich zum Guten zu entwickeln. Das heißt, während die letzten 3 Jahre eben Kölner Techno vor allem auf Partys, auf One-Off-Events eben funktionierte. Hört mir überhaupt jemand zu? Gibt es eben jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren, wie gesagt, wieder eine feste Adresse, einen Club hier in der Kölner Innenstadt, genannt Studio 672 nach der Postleitzahl. Ich habe davon gelesen. Ja, und da haben wir jetzt eben wieder eine Heimstatt gefunden nach so langer Zeit des wirren Hinterherrennens und selbst Partys veranstalten, Boxen schleppens und so. Jetzt also wieder gemütliche Adresse, beziehungsweise eben halt auch eine verlässliche Konstante, was sehr wichtig war, weil die letzten Jahre über halt gerade durch dieses sicherlich sehr interessante Gebrodele, irgendwie eben aufregende große Partys, wo sich alles wieder neu mischt und so. Jetzt ist aber wieder an der Zeit, halt so eine Konstante reinzubringen, um auch wieder so relevante, sowohl soziale als auch musikalische Ergebnisse zu erzielen oder so. Das erhoffen wir uns eben halt im Studio 672 jeden Freitagabend bei einer Clubnacht namens Total Confusion dann auf die Reihe zu kriegen. Max, du bist, seit wann bist du hier? Seit Anfang Januar diesen Jahres. Wie bist du auf hier diese kompakten Menschen gestoßen? Ach richtig, ich kannte den Michael und den Tobias, der auch eigentlich zu der Familie gehört, über die wir vorhin geredet haben. Tobias Thomas. Die kenne ich schon sehr lange, weil wir früher mal in der gleichen Stadt gelebt haben. Ach, ich höre das gerade so ein bisschen raus am Akzent. Auch so, woher kommt ihr denn alle? Aus Offenburg. Irgendwann mal alle. Und dann bin ich auch mal nach Köln gezogen, vor 1,5 Jahren. Und dann kam das halt so irgendwann. Dann war ich auch oft hier in dem Laden und wir verstehen uns eben auch gut. Und die Chemie hat gestimmt. Und die war vielleicht noch eine Stelle offen oder so. Und dann hat das halt ganz gut gepasst einfach. Und ich möchte jetzt gerne Domfackeln im Sturm sehen.
Ja, Musikproduktion, ne? Ja, Musikproduktion. Ja, wer will denn da mal anfangen? Du jetzt vielleicht, Reinhard? Ja, also das ist mit der Musikproduktion, das mache ich ja auch schon jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr lange. Da habe ich ja früher halt noch unter dem Namen Sweet Reinhard oder auf Profan die ganzen Sachen gemacht, für die ich eben verantwortlich bin. Oder war auch jetzt, dann kam irgendwann dann Pentax dazu. Das war ein neues Projekt von mir mit einem ganz anderen Ansatz. Naja, und jetzt irgendwann bin ich sogar auf Harvest gelandet mit einem Projekt namens Kron, was wiederum ein bisschen anders ist, wenn man die Sachen so auf Profan kennt von mir, die so ein bisschen melodischer sind, etwas entspannter und auch nicht unbedingt so strictly minimal, sage ich mal, sind, sondern auch ein bisschen mehr so sich so einer harmonischen Komponente auch öffnet. Und das kennt man ja vielleicht auch von Harvest. So, und das sind halt so die ganzen Hauptprodukte, die ich jetzt so mache. Dann noch eine Platte, die ich auf Auftrieb gemacht habe. Das ist das Label aus dem Haus, was so eine eher härtere Schiene fährt, was man vielleicht auch kennt, wo es die Beats ein bisschen schneller und härter sein dürfen, wo es ein bisschen euphorisierender zur Sache geht und auch mal unkontrollierter, aber dann eben das auch ganz nett sein kann und sehr befreiend auch wirken kann, wenn man so das mal vergleicht zu den anderen Sachen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen das. Ja, vielleicht. Naja, und da gibt es halt auch noch ein Projekt, was Michael, Tobias und ich zusammen machen. Tobias Thomas, der für die Specs und ehemals Hausetech schreibt, daher kennt man den vielleicht auch noch, was Forever Sweet heißt, wo es dann jetzt sogar auch eine LP gibt, ein Album, die bald auf Ladomat erscheint. Wir sind da fleißig gewesen und haben es endlich geschafft, jetzt mal so ein Album hinzubekommen und ich hoffe, das ist ganz schön geworden, aber das wird man dann sehen und das ist erstmal dann genug, das lastet dann noch aus. Das alles noch so auseinanderzuhalten, ne? Das reicht doch erstmal, aber der Space für all diese Aktivitäten ist ja auch daher entstanden, weil halt auch dann Max auch gerade richtig, dann hier unser Max, ja auch meinen Job in dem Sinne übernommen hat. Ich war ja dann noch halbtägig auch im Laden immer tätig und da bin ich jetzt auch ganz froh. Das war ein bisschen viel, genau, und dann noch richtig, das war ein bisschen viel. Und so viel war das nun auch wieder nicht. Hausetech, aber die Hausetech gibt es doch noch, oder nicht? Ja, da sagt am besten mal Bianca dazu, deine Aufgabe. Es gibt halt nur noch Tobias und mich. Jetzt. Was ist deine Aufgabe denn jetzt bei der Hausetech? Meine Aufgabe war ja die Grafikerin zu sein und halt auch so natürlich so redaktionelle Mitarbeit, das heißt so Themen aussuchen und und überhaupt Texte irgendwie teilweise gegenlesen und diesen ganzen Kram. Also wir waren ja irgendwie sowieso ein Mini-Team, was dann auf 3 Personen mehr oder weniger sich reduzierte irgendwann. Und es stellte sich dann halt mit der Zeit raus, dass es einfach finanziell nicht mehr realisierbar war und halt auch arbeitstechnisch, weil, wie gesagt, der Laden halt auch immer größer wurde und immer mehr Arbeit anfiel und dann auch für mich dann als Grafikerin einfach immer mehr Arbeit anfiel. Und es ist dann noch andere Sachen, ne? Ich mache halt so das Haupterscheinungsbild für den Laden hier. Und das heißt halt irgendwie das Design für die ganzen Labels, die dazugehören und dann halt natürlich Produktionen, die dann außerhalb des Hauses liegen und so weiter und so fort. Noch mal kurz bei Forever Sweet. Michi, du machst aber auch noch andere Sachen. Ne? Da gibt es noch Zimt. Erzähl mir noch mal kurz, du bist ein Teil von Zimt. Erzähl mir noch mal was zu Zimt. Ja, richtig. Zimt ist eine klassische Eintagsfliege, will ich das mal nennen. Mach dich locker. Zimt ist ein Projekt zusammen mit Matthias Aguajo, ein Freund von uns hier aus Köln, der eben wieder erwartens plötzlich als großer Pop-Songschreiber geoutet hat und plötzlich da eine Lo-Fi-Version eines Songs eben vorlag, die ihm danach schrie, das irgendwie umzusetzen. Und das also wirklich, also vielleicht ist Zimt ja der letzte große Popsong, der geschrieben wurde, nur merkst wieder keiner. Aber auf jeden Fall, Zimt ist also alleinig irgendwie diese eine Platte, dieses eine Projekt, eben die OAA heißt das Stück. Was heißt denn das eigentlich? Das kannst du ja selbst aussuchen. Ja, darüber hinaus gibt es eben Forever Sweet, hat Reinhard schon angesprochen. Dann bin ich momentan noch ein bisschen auf Solo-Pfaden unterwegs. Ich arbeite gerade an einer neuen Platte für NTA, wo ich auch öfter schon mal Solo-EPs rausgebracht habe. Und dann gab es auch diverse Remixe für diverse Leute in letzter Zeit. Jetzt kommt ein Klassiker, nämlich Andreas Dorau, Girls in Love.
Gelände Saarbrücken. Die Acts: Run DMC, Cosmic Baby, From 242, Dirty Beatnik, Postmarket, Fever Twins, Sam Bass, Carl Cox, Jeff Miss, DJ Duck, Freundesheim, The White Guys und mehr. All styles of electronic music und fette Hip-Hop-Tunes. Non-stop in the mix. Ticket-Hotline 06239 99 66 99. Open Air Stage, 5 Zirkuszelte, 4 Hallen. Big War. Präsentiert von Viva. Wie schon erwähnt, Laurent Garnier war in Deutschland. Er ist getourt und er war unter anderem in der Kölner Live Music Hall und wir waren für euch dabei. Was herausgekommen ist und was er so erzählt hat und wie sein Live-Auftritt aussah, das seht ihr jetzt. Laurent Garnier, Frankreichs Vorzeige-DJ und Producer, tourte mit einer Liveband durch Deutschland und machte Boxenstopp in der Kölner Live Music Hall. Mit Hilfe einer Violinistin, Live-Percussions, 2 Tänzern und einer spektakulären Lightshow setzte er gekonnt seine Tracks in Szene. Ouais, salut, c'est Laurent Garnier et vous regardez la Maison de Berlin, the Berlin House. You better stay tuned. Laurent, den meisten als DJ bekannt, bot uns hier ein ganz anderes Bild seiner Musik. Why touring? Why not? I think for a lot of people I've been DJing for about 10 years and about 6 or 7 years ago I decided to start doing production, so making music. And still today, for people I'm a DJ and I've never been a musician. So I need a change in my career. I can't be a DJ all my life, which I will still carry on doing a little bit of DJing, but I cannot do 4 nights a week and be credible as a DJ when I'm gonna get older. And for me, the future in my career was producing more. So I think the first way of seeing how can things work and how people would respond to what I do, to what I've made musically, was taking my music on a tour. Drama is coming from jazz. The 2 dancers I used to dance into. They used to do cabaret, and then after that they started dancing in raves. And then the violinist is coming from a more rock-orientated band. And I thought, let's mix everybody and let's do something interesting. And mixing, analog, not analog, but like electronic sounds with more contemporary, kind of instruments. And that's it. So it was an idea and I've put a show together and I'm actually quite happy about that. Natürlich ist so ein Live-Set mit DJing nicht zu vergleichen. It's very different because in a way as a DJ I'm used to play 6 or 7 hours and I'm used to play with the people's mood. Now, as a live, I've only got an hour. I only play my music. The set is usually always the same. The tracks are coming after the other the same. And if people don't like it, well, there's a wall. That's it. I'm just gonna hurt my head. So it's harder in a way, but at the end of the show, if people understood and people had a good time, it's much more rewarding because they've been dancing to your own music. So. That there's good and bad points about it. There's the great point is playing your own music, being on stage with other people and getting people cheering and clapping to your own music. That's the great thing. Trotzdem hat das Live-Spielen nicht nur Vorteile. The bad thing is there's much more gear to look after. There's much more people to look after. The traveling gets harder because of all this weight and stuff like that. It's not as easy as a DJ. But in the end of the day, it's a great thing. I really enjoy it. I love it. Have a good time. Und weil es Laurent so viel Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, tourt er bis in alle Ewigkeit. I mean, we've done about 15 dates and we've got another 20 to be lined up. And I'm not going to stop DJing, but I think for me, it helps me. I needed something to excite me, DJ, I've done that for 10 years and it did not excite me as much as what doing live excites me today. And I always need to have something to do. So that's a new thing. Dafür klingt seine aktuelle Single Colored City eher nach Oldschool.
Oh, it's totally old school. I totally agree. Oh yeah. It's the bass sounds very much like a Blake Baxter track, and you know, I did this track last year, and I didn't know what to do with it. I wanted to release it, but I was not sure on the what name or on the what label. I was not sure about anything. I really liked the track. And I took it to Detroit, and I went to see Mike because I met him a few times, and I said to Mike, you know, listen to this and tell me what you think. And he heard it, and he went, yeah, man, this is dang good. You got to release this shit. So I'm like, okay, you know, I think I should do it. If he likes it, I'm happy with it. Or my friends around me are happy with it, I'll do it. I must say, it's old school. The music is old school, but as people like DJ Hell or people like that, old school has always excited me much more than what's happening now. I didn't realize you were the girl for me. I walked towards you, your eyes were staring me. When I looked at you in the college city, I took you in my arms and you made love to me. Everything went blue, I was in ecstasy. I love Jeff Mills today, and I like Luke Slater today. These people really excite me. But listening to an old DJ Pierre, an old Armando, Marshall Jefferson, listening to Derek May, listening to the early stuff of Kevin Saunderson, gives me more emotion. So I don't want to be stuck into the past, but I must say it is an old school 12-inch, yes. Aber der Track ist nicht nur oldschool, sondern der Clip auch ziemlich extrem. Prodigy's video is very extreme. What's the name? Aphex Twin's video is extremely extreme. First of all, I choose the guy who made the video. Marc Caro, which is the guy who did the film Délicatessen, and La Cité des Enfants Perdus, which is the city of the lost children, or something. I don't really know the exact word in English. So I choose the guy and I played him the track and I said, do what you want. I know he's only done a couple of videos before. He said, I really want to do a video. And we became kind of good friends. And I said to him, you know, just do what you want. I'll give you the music. Go for it. So he did it. I was in ecstasy. For him, when he heard the track, because of the lyrics and stuff, he pictured something really sexy. You know, everybody likes sex, so I said, just go ahead, just do it, you know. But I said, play with the image. What I really like about his work is this kind of, how could you say? You know, Jules Verne. You know, well, it's this kind of Jules Verne atmosphere. And I said to him, do something kind of futuristic, kind of dreamy in your own style. And I think the video is great. It's very representative than his old work, and it's something kind of fresh for him to work on some naked body and, you know, do whatever he's done with it. But I think the post-production, after the way he's filmed it, you know, all the work afterwards is amazing. I'm really happy with it. I think it's a great video. Wenn man das so sieht, dann könnte man meinen, dass der ein oder andere ein Problem mit dem Clip haben könnte. Oh no. In France, no, people love it. In England, it's always a problem. If you have a beer, it's a problem. If you have a woman showing the tits, it's a problem. If you have swearing words, it's a problem. If you have a dog which looks like a pit bull, it's a problem. If there's somebody smoking a cigarette, it's a problem. There's always a problem on MTV and English TV. So we make music for ourselves. Of course, it's nice to have other people to enjoy it. It's always a problem in England to show a pair of tits, but I'm sure everybody who watches it from home are going, fucking hell, this is really nice. So this is a bit of two-faced kind of stupid things, you know, because check of the press in England, you know, Loaded, which is a total tits and ass magazine, sells fucking millions. So I don't see where the problem is. There's no problem. I don't think there is a problem. I'm sure there will be for 5 minutes and then they're all gonna go, yeah, that's nice. And exactly, you know, I think it's a great video. It's a good video. It's a good video to watch at home on your own. Weniger extrem, dafür aber umso lustiger ist das Intro zu Flashback. In English, it's explained in a different way than in French, because back in France is a kind of study you do when you go to school. When you're passing the grade back, it's one of the highest grades. So in France, when I do flashback, I speak in French, and I said flash because I wrote it a night of a thunderstorm, which is the same in English, and back because I really love studying, which is completely against of what I've done for years. But we had to find another joke with English words, so it was like, you know, because back is my favorite part of the body. I thought that sounded quite good.
Bonsoir, on va jouer un petit morceau qui s'appelle Flashback. Flash parce que je l'ai écrit un soir d'orage, et back parce que je trouve que les études c'est quand même vachement bien. Noch lustiger allerdings mit ernstem Hintergedanken ist der Break in der Mitte von Flashback. When we did that thing in the middle of Flashback was because in France we have this kind of percentage of French music you have to play on French radio, and if you don't play these 50 or 60% of French music with French talking, you can get bad problems from the government and stuff like that. They can actually, if you have a lot of stations all over France, they can take off towns and say, you know, no more in there, no more in that. It's the French law. So I thought that law was extremely stupid because I'm a French artist. I live in France. I pay a lot of tax in my own country, and I'm not considered as a French artist. So I thought I need to say something regarding that. So I did. So there's this guy coming in and say, you know, if you sing in English, we're going to ban you from French TV. It's a bit extreme, but at last the message went, and I know they're going to try to change the quota. The percentage, not because of that, but because of more things I've done regarding that. Ça va pas du tout là. Mais quoi? Il y a un petit problème, je vous explique. Vous êtes français? Bah ouais. Alors faut pas chanter en anglais. C'est pas possible. Si vous continuez, je peux interdire votre petit vidéoclip là à la télé française. C'est pas cool ça. Ah non, c'est pas cool. Mais quand on est français, jeunes gens, on chante en français. Je vous aurais prévenu. Während Laurent die Dinge eher locker sieht, wird die Szene rund um die elektronische Tanzmusik aber immer unentspannter. I do think electronic music today has become far too serious. Far too serious. There's so many people coming. I can see that when I do my live. People are coming in and they're like, look at me, like, you know, what he's going to do, what machine is he using, and what is this guy doing? Fucking hell, there's a violinist, this is weird, and it's like, fuck it, man. As long as there's a feeling and as long as the music is cool, don't ask yourself too many questions. And there is now too many techno specialists in a way, and for these people, you should do music like this, but not like that. And I think that's really sad. I think this is the end of our music if we start to be like this. Too many people take themselves too seriously, yes. In seiner Heimat Frankreich geht es dafür musikmäßig gerade erst richtig los. It's still cool. It's still, actually, I must, you know, I need to touch wood because he's got to carry on, but it's still cool because we haven't had this kind of big machine of major labels jumping on a thing and trying to make so much money off it. It's becoming like this now, but so far it's still good, I must say. You know, playing in the clubs in France and seeing the Rex Club and stuff like that, the way the place is still rocking and going crazy. Sometimes I'm kind of amazed because I travel a lot, and I see that France and Ireland and Japan are like one of the 3 countries where things are still happening, but I don't know how long it's gonna last in France. I wish it's gonna stay like that. I hope so. Und wie geht's weiter bei Herrn Garnier? Don't know. Music-wise? Don't know. Not saying nothing. There should be, hopefully there should be a live album coming out because there's a lot of new tracks on the live. Because there's a lot of old tracks which are brand new mixes with musicians and stuff. So I think it'll be nice to do a live album, and that's never been done in techno, so I think it would be a good thing to do. I don't think we're going to sell very much, but at least there'll be something different. And then after that, I would guess a couple of 12-inch and maybe a new album. I don't really know, because so far I'm starting to work with musicians. So when I'm going to feel better working with them, I think I'm going to include them into my music, and we're going to work further together. I want to put on a show, but not a live show. I want to put on a proper show with modern dancing and, you know, a big show.
and I want to, but it's not going to be Laurent Garnier produces. It'll be, you know, I make the music and I found the musicians and we work together with the dancers. It's like you'll see tonight, there's 2 dancers, but you know, I'd like to have more and to work more into the costume and maybe integrate the music with the dancer on them, or I don't know, put on a show, an electronic show which is different. You know, and something fresh, something maybe you don't have to go and dance to, but a project which is going to take me a long time to put together, but something a little bit different, because I'm really into ballet, dancing and stuff, but it doesn't have to be classical, you know. I go and see a lot of modern ballets, and that's where I'd like to go. I'd like to put on shows. I've always liked that. So, you know, that's another angle. Maybe I'll never do it. I'd love to make music for a movie as well. I'd like to make music for an advert. So, you know, there's a lot of things I'd like to do. I'll carry on DJing, so there's quite a lot. So far, I'm just waiting. I do my live, and then in 6 months, I'll see what we're gonna do. Take it easy. That's it. Good night. Bye-bye. Okay, jetzt gibt's Plattentipps. Als allererstes hier eine neue LP aus dem Kölner Umfeld, aus unserem Umfeld, genau gesagt von Reinhard. Das ist die Kronen-LP, erschienen auf Harvest, heißt Gold und Liebe. Hat ein schönes Cover auch, kann man angucken und vor allem auch anhören. Ja, läuft hier für euch. Wie im Urlaub. Löwen, Sand. Schön. Okay, der Max hat auch eine Platte hier auf dem Plattenteller liegen. Die nächste Platte, die neue Perlon. Perlon 05 von Markus Nicolai. Bitte sehr. Hört so. Ich glaube, das kenne ich. Setz mal weiter rein.